zurück von der Harry Potter Studio Tour. Es ist jetzt 17:05 Uhr und es war so toll. Ich hoffe, ich konnte ein paar Eindrücke sammeln, aber es sieht halt echt alles viel krasser aus und viel größer und viel beeindruckender. Es war das erste Mal, dass ich da war. Ich war damals bei dem normalen, ohne Schnee. Und es war wirklich so schön. Und wir haben uns mit so einem Privatshuttle abholen und wieder zurückfahren lassen zum Hotel. Es war echt cool. Wir saßen da mit 2 Amerikanern und 2 Deutschen drin, haben uns echt gut unterhalten mit den Amerikanern. Es war wirklich cool. Ein Erlebnis, also finde ich, wenn man in London ist, macht das ist mega toll. Jetzt waren meine Mutter und ich gerade noch Fish and Chips essen bei der Tower Bridge, also einfach wirklich direkt unten bei der Tower Bridge ist ein kleiner Weihnachtsmarkt mit Weihnachtsmusik und alles, direkt an der Themse entlang. Und da sind wir gerade gestanden, haben Fish and Chips gegessen und ich habe mir noch einen Double Chocolate Brownie gekauft und den esse ich jetzt dann auch. Und um 17:45 Uhr soll die Tower Bridge anscheinend aufgehen und wir schauen mal, vielleicht sehen wir es, das wäre super. Und ich habe mir auch Sachen bei der Studio Tour gekauft und ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich gekauft habe. Wie cool ist bitte diese Verpackung? Ich lieb's. Zwar habe ich mir beim letzten Mal bei der Studio Tour den Elderstab gekauft. Und jetzt, ich habe mir gedacht, irgendwas Besonderes, was ich natürlich auch noch nicht habe. Ich habe mir in der Zwischenzeit natürlich auch andere gekauft. Und zwar habe ich mir den Voldemort-Zauberstab gekauft. Wie cool sieht der bitte aus? Also gefällt mir auf jeden Fall mega gut. Der hat jetzt 35 Pfund gekostet. 34 Pfund. Und ja gut, die Packung war tatsächlich auch schon mal schöner. Beim Elderstab ist das hier Seide. Und hier ist es so Backpapier. Das hier ist einfach die Tüte von den anderen Sachen. Die finde ich so cool. Die hebe ich auch auf. Ich weiß die andere Seite. Love it. Habe ich mir diesen Haargummi hier gekauft. Gryffindor. Ich bin Gryffindor. 4,95 Pfund. Dann habe ich mir diesen voll coolen Schlüsselanhänger hier gekauft mit einem Gryffindor-Schal. Es gab auch einen mit Krawatte, den habe ich als erstes gesehen. Aber erstens mal ist der hier ein bisschen günstiger und zweitens, der passt irgendwie jetzt einfach besser. Keine Ahnung, weil ich hatte auch den Gryffindor-Schal an. Hier ist dann noch so ein Plättchen mit Gryffindor und so einem roten Stein. Und der hat 6,95 Pfund gekostet. Und als letztes habe ich mir noch Harry Potter Socken gekauft. Und wie cool ist bitte diese? Das ist einfach hier der Umhang, der Mantel. Dann nur mit Gryffindor-Zeichen. Und dann praktisch so Quidditch. Warte mal, was steht? Ach, oh cool. Da steht Bravery auf den Socken hinten drauf. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich dachte, die wären einfach nur gestreift. Voll schön, habe ich mir ein SM geholt für meine süßen kleinen Füße. Und die haben 15 Pfund gekostet. Und dann hat meine Mutter sich auch noch was gekauft. Und zwar ein Geschirrhandtuch mit der Karte des Rumtreibers. Finde ich super cool. Das sieht so aus. Also wirklich einfach die Karte des Rumtreibers halt. Finde ich echt schön. Genau. Und das war's, was wir uns gekauft haben.